Der Liner For2, eines der meist abgerufenen Videos im Liner-Bereich überhaupt auf unserem Channel, der da ist, und hier auf Iveco Daily Basis. Neben mir habe ich Andreas Marein. Er stolziert neben mir und wird uns gleich mal ein bisschen was erzählen. Das ist ein Fahrzeug, das muss man erklären. Denn es ist ganz anders wie alle anderen Fahrzeuge. Und zu Recht gibt es Leute, die sagen, naja, ich weiß nicht. Aber eigentlich ist es die verkehrte Welt im Wohnmobil. Und man hat sich getraut, sowas zu bauen. Wird man da belohnt als Händler? Kommen Kunden und sagen, ich will das sehen? Ja, auf jeden Fall. Also der Liner For2 ist ja 2018 erstmalig in Stuttgart vorgestellt worden und ist wirklich von Start an eingeschlagen wie eine Bombe. Und normalerweise hat man ja immer so einen Peak, wenn ein neues Modell kommt, und dann flacht es so ein bisschen ab. Aber der Liner For2 ist nach wie vor auf einem extrem hohen Bestellniveau. Also das Auto ist immer noch sehr gefragt bei den Kunden. Das, was wir jetzt gerade hier sehen, siehst du normalerweise nicht, weil hier sind logischerweise Plissis. Genau, hier sind Plissis, die sind ja normalerweise, wenn du dein Bett vorne runter gemacht hast, sind die zu, und dann siehst du nicht auf diese Mechanik halt drauf. Das ist aber egal, ist ja nur mal zum Zeigen. Aber es ist ja in der Messe jetzt ganz gut und auch für die Betrachter, dann sieht man halt, wie das funktioniert halt hier. Ne? Denn das Längsbett, wenn du mal gerade aufmachst, sei mal so nett. Ja, ja. Ist so? Kommst du ran? Kommst du nicht ran. Ist nicht schlimm, denn es ist ein echtes Dreiraumfahrzeug. Es hat einen Wohnraum hinten, es hat eine komplette Küche, hat ein komplettes Bad und vorne noch ein Büro. Und das ist gerade für Leute, die unterwegs sind, die mal was arbeiten müssen oder mal in Ruhe ein Buch lesen müssen oder möchten, während jemand anderes irgendwas macht. Ein unglaublich toller Grundriss, den man erklären muss allerdings. Genau, wir können ja mal schauen. Ich hoffe, dass wir diesmal hier auf der Messe, ich weiß hier auch noch nicht drin, einen Grundriss haben, wo diese Bürogeschichte drin verbaut ist, weil das ist eine Option, die ist nicht serienmäßig. Dann können wir uns die mal anschauen. Das haben wir ja letztes Mal in Aulendorf leider nicht gekonnt. Preis, wo fängt das an beim Liner For2? Ja gut, okay, der ist jetzt hier auf dem Iveco. Der Iveco ist immer einen Tacken teurer. Wenn du den mit dem Fiat anfängst, den kleinen 53, dann geht das so, 155, 160, da kriegst du aber keine 300, oder geht das auch? Um Gottes Willen, nein. Also das kriegen wir selbst bei dem ganz großen, bei dem 53L, der auf dem 65er Iveco steht, da kriegen wir die 3 nicht geknackt. Also da ist es schon schwer, über die 260 zu kommen. Der hier steht auf dem 5-Tonnen-Chassis, oder? Der steht auf dem 50C Chassis, der hat eine zulässige Gesamtmasse von 5,8 Tonnen. So, hier sieht man auch schon direkt, das ist die Shenny. Grüß dich, Shenny. Das fühlt sich gar nicht an wie ein Wohnmobil, oder? Das ist, keine Ahnung, richtig witzig. Also perfekt für einen Spieleabend oder so auch. Für einen Spieleabend, gell? Das werden wir gleich mal zeigen. Garage, auch die geht nach oben auf. Ja. Habt ihr schon ganz lange so? Ich hoffe, dass die Messebauer, die haben deswegen zugemacht. Warte mal, guck mal. Aber die andere Seite ist offen. Ja, die ist offen, genau. Du hast eben hier bei dem 53er, das ist ja der kurze Liner For2, der ist so um und bei 7,80 Meter halt, hast du eine relativ, in Anführungszeichen, kleine Garage gegenüber dem L halt. Und hier hast du so eine Pedelec-Garage halt drin, wo du dann eben dein Fahrrad halt reinrollen kannst. Das heißt, das können wir jetzt hochklappen. Zeig mal. Das geht aber gerade nicht, weil die sitzt drauf. Ja. Genau, richtig, genau. Du kannst das jetzt hochklappen. Damit geht also quasi das. Warte mal gerade, Shenny, kannst du mal gerade aufstehen? Einfach nur aufstehen? Ja. Und mal kurz in Richtung Bad gehen. Einfach nur mal. Wir müssen gerade mal was zeigen. Bitte. Sie ist weg. Ist sie weg? Ja. Genau, dann kannst du das. Ich müsste jetzt Ihnen das eine Sitzpolster noch wegnehmen. Also es geht. Es ist genau, du brauchst es nur einfach so. Du siehst, man sieht ja jetzt, wie es funktioniert. Wie weit geht es hoch? Das verschwindet bis hierhin. Bis dahin. Und dann kannst du wirklich ein großes Fahrrad da rein. Einmal zeigen, du musst mir das zeigen. Okay, dann lass mich einmal schnell rein. Wir haben es jedes Mal immer nur so ein bisschen hochgedrückt. Und Shenny, wenn du mal kurz zu mir kommst, ich zeig dir mal was. Hier ist eine Besonderheit, du hast hier hinten die Rundsitzgruppe und hier, damit du ein Fahrrad gut reinkriegst, kannst du hier dieses Teil hochdrücken. Und das wird uns der Andreas mal kurz zeigen. So, jetzt kannst du das so ohne weiteres hochklappen. Du siehst, das verschwindet komplett. Hier ist dann auch, hier drüber ist ja die Sitzbank, hier ist dann nochmal so eine Aussparung eingearbeitet. Und dann die Erhöhung des Lenkrads halt, wenn man das runterklappt, dann quasi das Fahrrad hier im Grunde genommen schon festhält. Hier hast du nochmal so eine Mulde wo das Rad vorne nochmal in diese Radmulde reingeht. Hier hat man jetzt irgend so einen Bikeholder da reingemacht aus Demonstrationszwecken. Normalerweise hast du das alles schon da unten in der Garage drin. Und wenn die Fahrräder drin sind, dann klappst du das einfach wieder runter, machst innen drin das Sitzpolster wieder rein und gut ist.
Hier sieht man auch, da ist der Fernseher schon, alles ineinander verschachtelt. Genau. Das Fernsehgerät, das fährt ja so elektrisch halt oben weg. Das kannst du dir gleich dann anschauen, wenn wir drinnen halt dementsprechend sind. Und wie schon gesagt, bei jedem Karthago hast du hier in der Ecke die gesamte Zentralelektrik liegen. Das heißt also Ladegerät. Zeig mal bitte. Kein Problem. Zack. Und da ist die Technik dann. Genau. Du hast hier Ladegerät sitzen, 220 Volt Sicherung mit FI-Schalter und die 12 Volt Sicherungen sitzen hier. Und hier sitzt auch nochmal eine 12 Volt bzw. eine 220 Volt Steckdose. Und wenn man so wie dieses Fahrzeug hier eben auch einen Spannungswandler drin hat, dann kann man auch während der Fahrt schon die E-Bikes dann laden. Und wenn man am Urlaubsort ankommt, kann man sofort losfahren. Sag mal, an die Tanks kommen wir gut ran. Ja, wir haben also überall haben wir nach Möglichkeit Revisionsklappen, damit man eben reinigen kann oder auch zu Kontrollzwecken halt dementsprechend. Und so ist das auch beim Liner For2. Da haben wir ja auch überall, ich sag mal, Möglichkeiten über die Laufplatte im Boden an den Doppelboden zu kommen. Ja. So, und das ist jetzt die Rollergarage. Die kostet mehr? Nee, das ist serienmäßig so bei dem Fahrzeug. Ja. Ich zeig's mal gerade hier vorne. Also, Liner For2 i53 steht auf Iveco Daily 5 Tonnen. Genau, der steht auf Iveco Daily 5 Tonnen, 5,8 Tonnen insgesamt, hat ein zulässiges Gesamtgewicht, da steht's, du siehst es, ja. Und den gibt es eben auch noch auf dem Fiat Ducato mit 4,8 Tonnen. Dann hat er eine luftgefederte Hinterachse. Die Auflastung ist zwar eine Option, aber ich empfehle jedem Kunden dringend, die Auflastung beim Fiat Ducato, beim Zweiachser auf jeden Fall mitzunehmen, weil ansonsten kommst du mit der Hinterachszuladung schnell an deine Grenzen. So, wir gehen mal schnell rein. Setz dich mal bitte auf die Sitzgruppe drauf, denn hier vorne ist was ganz Besonderes. Das Polster hast du noch oben drauf. Und das ist das, was man sieht. Da ist wirklich unglaublich viel Platz. Ich mal ganz kurz die Polster mal wieder zurück, damit wir auch hier Platz nehmen können. Also zum Hochdrücken diese zwei Polster wegnehmen. Genau, nur diese zwei Polster müssen weggenommen werden. Und das ist es auch eigentlich schon gewesen. Das geht also, wie du siehst, relativ schnell. Also mit einem Klettverschluss da gearbeitet. Und schon kann es wieder losgehen, kann man sich hier gemütlich hinsetzen. So, Tisch habe ich schon gesehen, ist höhenverstellbar. Es gibt Ausgleichspolster oder kann man Polster hiervon verwenden, um das Bett zu bauen? Nein. Ich kann immer nur empfehlen, man nennt den zwar Liner For2, aber das ist ja nicht so wirklich richtig. Ich habe ja die Möglichkeit, hier auch noch ein Bett draus zu machen, aber auch das ist eine Option. Dann bekomme ich eben dieses Teleskop-Tischbein, wo ich dann den Tisch halt runter machen kann. Und dann gibt es einen Zusatzkeil, den ich hier reinlege, und der hat eben hier auch noch die Option mit drittem und viertem Sitzplatz. Ne? Ja, was direkt auffällt, du hast diesmal die Sitzgruppe hinten, immer war das Bett ja hinten und jetzt ist die Sitzgruppe hinten. Dann hast du hier so eine richtige Lümmelecke, wenn du da dich mal reinflätst. Ja, mach das mal. Und du, vielleicht Andreas, mal auf der anderen Seite mal rein. Ich wollte was anderes zeigen. Ja, den Fernseher, den kann ich ja dann runterlassen. Die Liege, die elektrische Liege. Elektrische Liege? Ja. Wo, was? Wo denn? Sag mal. Ja, dann mach mal Beine hoch. Beine hoch, warte, ich komme mal gerade hin. Jetzt drückst du diesen Knopf nach vorne, genau. So? Nee, in die andere Richtung, genau. Und einfach festhalten. Genau. Und du merkst jetzt, wie das Sitzkissen einmal komplett rausfällt. Ja. Und gleich kommt mach weiter. Kommt die Rückenlehne mit dazu. Jenny, du musst aufpassen, wir sind hier im Jugendprogramm. Ja? Wenn du irgendwelche Geräusche machst, der Entspannung und so weiter, halt dich zurück. Ja. Aber man sieht schon, das ist echt geil, oder? Ja, das ist absolut klasse. Ne? Du sitzt da schön und jetzt kann der Fernseher, der fährt da vorne nochmal elektrisch raus und 40 Zöller, und dann kannst du hier richtig schön einen gemütlichen Fernsehabend machen oder, wie du eben schon gesagt hast, einen Spieleabend. Genau. Auf der anderen Seite hast du es ja genauso, da ist es aber nicht nötig auszufahren, weil es ist schon so lang. Du hast 2 Komfortsitze, also 3 Leute, hier könnte der Sohn noch relativ schlecht in der Mitte sitzen, aber der könnte ja auch hinten Xbox zocken zur gleichen Zeit. Das geht. Das ist ein Grundriss, da hat, ich sag mal, nicht jeder dran geglaubt, weil das kommt ja so ein bisschen aus dem Wohnwagenbereich, aber es hat einen riesen Vorteil. Du siehst in diesem Grundriss Stand jetzt keine Fahrzeugelemente mehr. Da ist kein Lenkrad mehr, da ist kein drehbarer Sitz mehr, den du brauchst. Es fühlt sich anders an. Es fühlt sich nicht an wie ein Wohnmobil, es fühlt sich an wie ein Wohnwagen, oder? Ja, ganz genau, weil im Grunde genommen das Fahrerhaus, was wir da vorne haben, ist im Grunde genommen ja jetzt gerade überhaupt gar nicht mehr sichtbar. Ne? Das Bett ist unten, ich habe die Trennwände da dementsprechend rausgezogen, und von daher hat man da eigentlich mit all den Sachen nichts zu tun. Ich muss mal hier mein Handy auf lautlos stellen. So, dann die 2 Sitzplätze, die man jetzt noch extra hat, die sind hier.
Das heißt, hier schnallt man sich dann an und das ist ein 4-Personen-Fahrzeug. Hier können 4 Personen mitfahren? Genau, hier können 4 Personen mitfahren, wenn du diese Option 3. und 4. Sitzplatz eben mit dazu geordert hast. Die ist nicht serienmäßig. Sag mal, ich habe das schon mal erwähnt. Könntest du dir vorstellen, mal ein flaches Hubbett auf Bändern hier drüber einzubauen? Oder wäre das Frevel, deiner Meinung nach? Hier nochmal, ja. Aber warum? Das geht so ratzfatz, wenn du vielleicht noch mal gerade den Sitz zurückfährst. Ja, aber Bettauflagen liegen lassen, Ja, okay. heißt ja Liner for Two, also für 2 Leute, aber Aber ich sage jetzt mal, theoretisch ist es mit Sicherheit machbar, aber ich glaube in der Praxis, will das gar keiner haben, weil du willst ja auch eine gewisse Stehhöhe haben. Du hast hier eine Stehhöhe von ungefähr 1,85, 1,84 sowas in der Ecke rum. Das ist gerade dabei geschätzt, ich weiß es nicht im Kopf. Wenn du jetzt da noch mal was drunter anbaust, dann fängst du hier an und läufst hier wieder irgendwo drunter. Da kannst du auch gleich ein Alkoholfahrzeug kaufen. es geht. Also 1,85 und da schreibe ich dir, ich kann stehend mit Schuhen sogar hier drin Wenn du mal sein. ganz kurz schaust, bleib ruhig stehen, du das Bein wieder so, wie du hattest gerade, bitte. Genau, ich brauche jetzt ja nur diesen Tisch hier einmal hochzuziehen und dann kann ich ihn ja ganz bequem nach unten drücken. Hier kommt dann dieser zusätzliche Einlegekeil rein und dann habe ich hier ja schon ein relativ großes Bett. Ja, und wenn, ich sag mal, jetzt erwachsene 2 Meter Leute da schlafen wollen, dann muss ich halt eben hier Das so ein macht wieder aus. Kopfpolster halt dementsprechend. Bettauflagen, wo kommen die rein? Die Kisten, die hierbei Ja, genau. sind, ja, entweder halt im Kofferraum. Nee, ich meine jetzt zum Beispiel jetzt Bettdecke und so weiter. Wo könnte man die hinmachen? Also vorne bei dem Bett kannst du alles lassen. Hier bist du natürlich dann, klar, logischerweise am Bauen. Also es ist, für mich ist das eine Notgeschichte. Oder im Sommer, wenn alles sich draußen abspielt, dann kann man das Bett auch mal über ein paar Tage lassen, bis das mal irgendwann der erste Regen am Urlaubsort ankommt. Ne? Also es geht darum, der etwas längere hat ja hinten noch eine große Staubox. Genau, da kann man, glaube ich, Bettauflagen drauf machen. Das habe ich mal gesehen. Ja, die kann man da hinlegen. Sieht zwar dann ein bisschen durcheinander aus, schon mal gerne auch nur im Wohnmobil. Aber du hast ja hier auch Stauräume, beispielsweise diese Bilgenklappe hier im Eingangsbereich. Da könntest du das reinlegen. Oder in dem mittleren Bereich die Bilgenklappe. Das ist ja überhaupt kein Problem. So, Fernseher, zeig mal, wo der Ich ist. kann dich aber gerade, trotz Maske, glaube ich, ist das. Jetzt ist sie weg. Das ist nicht schlimm. Ja, ich glaube, das war die Wohnmobil-Oase Berlin. Die Wohnmobil-Oase Berlin. Händler, oder? Nee, ist kein Händler. Stellplatz in Berlin. Ich sage jetzt einfach mal Mitte. Ich bin jetzt kein Berliner, aber vielleicht stellst du sich selber vor. Der hat ja auch eine Berliner Schnauze. Willst du vor die Kamera? Deinen Stellplatz vorstellen? Genau. Du musst mal ganz kurz die Maske runterziehen. Du hast einen tollen Stellplatz in Berlin, oder was? Ja, wir haben einen Stellplatz direkt in Berlin-Mitte. Ja, okay. 3 Kilometer vom Brandenburger Tor. Siehste? Nennt sich Wohnmobil Oase Berlin. Ich schätze mal 35 € die Nacht. Was kostet das? Zwischen 27 und 32, je nach Größe der Fahrzeuge. Das ist ein Schnapper für mittendrin. Das heißt, S-Bahn natürlich direkt vor der Tür. 150 Meter S- und U-Bahnhof. Mit dem Fahrrad 10 Minuten Brandenburger Tor. Heißt wie nochmal der Platz? Wohnmobil Oase Berlin. Ich werde es verlinken, ja. Ist denn überhaupt ein Platz noch zu kriegen? Wie viele Plätze hast du? Also wir haben 115. Echt so viele? Ja. Also ich war mal bei ihr gewesen mit einem über 10 Meter Auto, überhaupt kein Problem. Und du gehst wirklich raus, einmal links, halb rechts über die Straße, schon ist die U-Bahn, ratzfatz bist du in der Innenstadt. Also wirklich ideal. Jetzt haben wir noch in Waldorf einen Platz. Wir haben einen ganz zweiten. zufälligerweise fährt sie natürlich ein Carthago S Plus. Und wo hat sie den In Bus Waldorf, gekauft? wo liegt Waldorf? Waldorf. Unser neuer Platz liegt in Waldorf. Aber was ist Waldorf? Waldorf ist der Ort, ja, bekannt durch SAP. Wir liegen der Waldorf, ja. 13 Kilometer von Heidelberg weg, 12 Kilometer von Spetzingen und 15 von Speyer. Okay, das heißt, jetzt kann das Geldverdienen losgehen, so richtig. Das ist meistens alles immer erstmal mit Arbeit verbunden. Aber gut. Aber gut, wenn ich arbeitet, kann ich Geld verdienen, das ist so. Aber man muss sagen, Stellplätze klingt immer so einfach, aber Genehmigungen und so weiter, das mitten in Berlin, war das schwer? 5 Jahre hat es gedauert, die Genehmigung zu bekommen. Und dann, Waldorf ging einfacher. den haben wir übernommen, die Gemeinde ist da zugänglich. Das ist ein Campingplatz, den wir jetzt ein bisschen umbauen. Ja, aber Einfacher, ne? Sag mal, wenn du da 100 Wohnmobile stehen hast und jeder zieht jetzt 16 Ampere oder so. nee, wir haben nicht 16 Ampere. Was habt wir ihr? haben 10? Unterschied. Wir haben 6 Ampere über eine Pauschale oder die Leute, die 16 Ampere haben, einen Zähler drin. Ein Zähler drin. Die meisten brauchen das nicht und von daher Aber so, da kam denn jemand, hat extra Strom gelegt zu euch, oder nehme ich an? Ja, klar. Stromleitung, jeder Stellplatz hat Strom. Habt ihr eine Starkstromleitung wahrscheinlich für den klar. Stromverbrauch? Der ist, so. Ist das hoch, so ein Stromverbrauch von so einem Platz? Naja, kommt immer drauf an. So. Ich sage mal so um die 20.000 € pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Krass. Also es ist auch so die Entsorgung, das sind Tanks, wo das dann reingeht? Oder? Nee, das geht in die Kanalisation und wird vorher noch vorgefiltert. Wird gefiltert. Ja, Hier muss man alles wissen. Dann, hast du eine Schrankenanlage oder ist da jemand? Wir haben das Tor. Unser Platz ist ein serviceorientierter Platz. Wir nehmen jeden Gast in Empfang, parken jeden Gast ein. Brötchen? Brötchenservice dürfen wir in Corona-Zeiten nicht anbieten, aber normalerweise natürlich ja.
Okay, super. Das heißt, ich reserviere vor und krieg dir morgen. Übers Internet kannst du dir einen Platz reservieren, einfach und dann. Ich glaube, deine Söhne machen den Service da. Die rollen da auch die Kabeltrommel aus, schließen an und Alles, so. Ich bin ja mal bei dir gewesen, habe das noch nie erlebt. Also du brauchst eigentlich nur einparken. Punkt. Ja, unser Credo ist, wir wollen halt Menschen mit Handicap einen Arbeitsplatz geben und bei uns arbeiten nur Menschen mit Handicap, hauptsächlich psychische Erkrankungen. Und für die ist das optimal, die Betreuung der Gäste. Und Merkt ihr mal den Namen Sven Herzog, German Television? Den Namen habe ich schon gehört. Hast du schon gehört, ja. Aber ich habe von dir noch nicht so viel gesehen, weil ich immer wenig Zeit habe, YouTube zu gucken. Ja, ich muss dringend abnehmen, aber das ist... Ich sehe in Wirklichkeit viel schöner aus. Ja. Das ist so, die Corona-Zeit hat mir jetzt bestimmt 5 Kilo mehr verpasst. Ja. Und das landet alles im Gesicht bei mir. Das ist immer so. Ja, aber du kennst, ich habe auch ich komm mal zu dir. Das heißt, toller Platz, um Berlin zu erkunden, oder? Na, du kannst alles machen. Du kriegst bei uns alles in die Hand. U-Bahn-Fahrplan, Stadtplan, alles, Fahrradwege, alles, was du brauchst. Kannst gleich loslegen. Dein Name? Kathleen. Und deine Kathleen. Kathleen, Oh, das tut mir leid. Ja. Und deine Söhne heißen wie? Felix und Stefan. Der ist einfacher. Ja, genau. Kathleen, das T8. TH, ich Ja. bin Deutsch-Amerikanerin. Deswegen, Ich auch. Ja, auch. Deswegen ich auch. Ich bin Kathleen. Halbamerikaner und Genau. aus Kansas sind meine Töchter im Moment. Also Ja. die eine ist in Kansas und Papa, der ist jetzt in Florida, wie es gehört. Na, mein Vater ist leider schon tot und meine Familie lebt in Los Angeles, in New York, in Ja. Hawaii und überall. So ein bisschen, was noch da ist. Kathleen, wir müssen arbeiten, aber Ja, ich na komme klar. mal zu dir und dann rufe ich dich vorher an. Danke für und das dann, Interview und wenn du mal Zeit hast, möchte Ich mache einen Link in die Artikelbezeichnung. Wohnmobil Oase Oase Berlin. Berlin. Okay, Genau. cool. Tschüss, Direkt in Berlin Mitte. Also ich rufe dich an, wird aber wahrscheinlich morgen Nee, werden. ich muss dich heute mal kurz sprechen. Dann wird es heute spät Nachmittag. Kannst Ja. du nicht 2 Minuten nachher machen? Jetzt gerade Ja, mal 2 Minuten kriegen wir später Ja, hin. ja, kriegen wir ist hin, so. Toll. Kathleen. Tschüss. So, komm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo sind wir stehen Wir geblieben? waren stehen geblieben bei der tollen Rundsitzgruppe. Den Fernseher haben wir jetzt nicht gezeigt. Wenn du willst, zeige ich den gerade. Ja, noch zeig schnell. Fernseher, ja. Zack, einmal hier den Notenschlüssel aktivieren. Warte mal, stopp. Ganz kurz, Notenschlüssel heißt, audiovisuelle Medien werden aktiviert, Genau. damit der Stromverbrauch Genau nicht... so ist es auch. Und dieser Fernseher, der ist ja, Entschuldigung, der fährt hier elektrisch. Das war der Lampe. Hallo? Ich hab den schon gefunden, Entschuldigung. da ist er. Ja, sorry. Der fährt hier halt elektrisch raus. Der ist hier eben so angebracht, dass der schräg über so ein Schneckengetriebe halt rausfährt. Und das ist schon richtig Heimkino, wenn du hier sitzt. Ne? Ja, der hat 40, was hat der? Groß, ja. 40 Zoll. Das ist schon Trümmer, ne? Ist Standard, ja. Habe ich bei Morelo jetzt auch Standard, den großen. Haben jetzt auf 40 umgebaut, von 32. Klimaanlage wäre kein Problem. Wohin kämen die? Genau, direkt über dir käme die Klimaanlage. Loch. Quasi hier zentral, ich sag mal fast in der Fahrzeugmitte wird die gesetzt. Hier vor dem Backofen- und Küchenbereich halt dementsprechend. Der hat jetzt diese Tech-Tower-Geschichte drin mit Backofen, Gefrierfach, was natürlich von beiden Seiten sich auch öffnen lässt, genau wie der Kühlschrank. Das ist natürlich beim Liner Fortune eine sehr sinnvolle Geschichte, weil ich von beiden Seiten eben schnell an den Kühlschrank rankomme. Ne? Schöne ist, er ist nochmal kompakter. Länge nochmal von dem 8? Was hat er? Nee, wir sind jetzt in dem kurzen drin, also in dem 53er. Der ist um und bei 7,80 Meter und der L ist also dann 70 Zentimeter länger. Das siehst du dann eben dann. Und der hat doch das 7,5 Tonnen, oder? 6,7 Tonnen hat er. Sag mal, bei den 5 Tonnen, Wenn wir im Iveco sprechen, das Ganze gibt es auch auf Fiat. Ne? 5 Tonnen Dailies, immer Problem, Überladung. Ist hier noch Restkapazität? Ist hier eine Ausstattung, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, je nach Ausstattung. Ne? Ich kann natürlich jetzt bei einem 5-Tonnen-Daily nicht alles auf die Vorderachse packen. Die ist dann irgendwann auch mal am Ende. Aber hinten auf der Hinterachse hat er schon noch einiges an Reserven. Geht da eine Tonne, oder? Nee, eine Tonne nicht gerade, aber so 700, 800 Kilo, die hat er schon. Das ist jetzt nicht das Problem. Ne? Also auch bei einem ich rede von einem gut ausgestatteten Fahrzeug, weil so ein Auto kriegt meistens immer eine Hubstützenanlage mit auf den Weg. So ein Auto kriegt immer eine Klimaanlage, da kommt immer Solar- oder Brennstoffzelle halt an Bord. Die Autos gehen ja meistens wirklich sehr üppig ausgestattet runter. Ne? Das heißt immer, diese Masse im fahrbereiten Zustand, die so im Prospekt steht, da bleibt es ja nicht bei. So, jetzt rotes Holz hier drin, wir haben darüber gesprochen. Es gibt mehrere Holzfarben. Es gibt hier bei dem leider nicht mehrere Holzfarben. Beim E-Line und S Plus hat man ja mittlerweile die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Stilwelten zu wählen. Beim Liner Fortwo ist im Moment noch nur das im Programm. Liebe Karthago-Leute, ihr müsst das ändern, weil ich sag mal nichts gegen Rot, aber
ich sag mal, es sieht total harmonisch aus, total schön, ja. Ich habe die Bemerkungen gelesen, ja. Ja, das ist so. Aber wenn du das hier siehst, du kennst unsere Kommentare, die Leute immer schreiben. Ich lese die, ja, natürlich, ich lese die alle. Außen super schick, innen der Zielgruppe geschuldet. Und da muss ich sagen, ich bin jetzt schon über 50 und es gibt ja so Trends und so weiter. Also vielleicht macht er es möglich, ich weiß es nicht. Ja. Also ich vermute mal, dass irgendwann mal auch der Liner V2 mit mehreren Stilwelten zu haben ist für mich eigentlich eine logische Konsequenz daraus. Genau, weil mal im ganz kurz Inline und Plus, die laufen ja richtig gut, die anderen Stilwelten, die wir haben. Ne? Du siehst also hier so einen Besteckschubkasten, das ist auch alles in Holz gearbeitet, kein Plastik da drin, alles mit Softclose. Und der Clou ist eben, nicht nur, dass man hier eben die Schubladen halt hat mit Softclose, sondern hier hast du auch nochmal so einen Barschrank, sage ich jetzt mal. Hier hast du noch ein bisschen Arbeitsplatte. Hier kannst du nochmal Dinge einbringen. Also wie beim Großen quasi. Wie beim Großen. Das ist gar nichts anderes. Also der ist wirklich ab der Kopfstütze nach vorne ist das genau das gleiche Auto wie das letzte, was wir gemacht haben. Wenn du den Motor startest, dann geht die Zentralverriegelung zu und dann sind alle Schubladen hier auch abgeschlossen. Da kann dann nichts mehr passieren. Habe ich auch bei ganz wenigen Herstellern, ich glaube, macht nur Carthago. Oder das kann sein. Mittlerweile muss man sagen, funktioniert das auch absolut störungsfrei. Ich weiß, dass das so 2015 oder so aufkam. Beim E-Liner gab es schon mal den einen oder anderen, wo die blöde Küche nicht aufging. Aber das funktioniert mittlerweile wirklich einwandfrei. Apothekerschrank hier. Da kannst du noch mal ein paar Sachen reinmachen. Auch relativ praktisch. Dann ist dieser Dachhaubenlüfter hier, der ist serienmäßig dabei. So, und jetzt kommt das Schöne, denn wir haben ja gesprochen über insgesamt 4 Räume. Beginnt also quasi hier mit deinem Wohnzimmer, liebe Jenny. Das ist Raum Nummer 1. Dann Küche, stell dich mal bitte in die Küche. 1,75 Meter ist Jenny. Ja. Das wäre Raum Nummer 2. Dann hast du das Raumbad. Genau, richtig. Da stehen wir jetzt gerade drin. Geh ruhig mal, ich sag mal, unter die Dusche. Und wenn ich jetzt hier mal die Transportsicherung wegmache, so, zack, jetzt machst du die mal zu und dann kannst du mal sehen, wie groß die Dusche von innen drin ist. Ja, also da kannst du wirklich jetzt auch mal, wenn du Haare wäschst oder so, da hast du richtig Platz in dem Fahrzeug drin. Also die Dusche ist wirklich riesengroß. Oben hast du nochmal diese Regendusche, dann hast du eine Handbrause da für lange Haare oder so jetzt zu waschen. Und dann gibt es da nochmal 2 Halter für Handtücher aufzuhängen. Hier hast du einen Kleiderschrank nochmal. Da gibt es noch so mal einen Einlegeboden, der liegt ja da unten, den kannst du hier reinmachen. Dann kannst du auch die Stange dann dementsprechend hier umsetzen, für Kleider reinzutun. So, genau. Aber alles ein bisschen beengter, die Breite vom Fahrzeug? 2,27. 2,27, also sehr kompakt. Ja, sehr kompakt. Also man muss hier sagen, du hast hier ein Auto 7,80 Meter lang, 2,27 breit. Das ist schon ein relativ kompaktes Fahrzeug noch. Das ist ja nicht so ein riesen 10 Meter Liner. Ist wirklich, aber du hast ja Raumfläche ohne Ende. Also wenn du mal 2,40 Meter gefahren bist, das ist in der Schweiz viele Autobahnen, Baustellen, hast du gesehen. Geht problemlos, 2,50 noch ein bisschen schwieriger, aber 2,27 fährst du doch wie ein VW-Bus, oder? 2,27 fährst du wie ein VW-Bus. Ja, ist was anderes. Wenn du den ganzen Tag Auto fährst und steigst dann in so ein Wohnmobil, ist das schon eine Herausforderung für den einen oder anderen. Aber ich weiß nicht, ob man unbedingt mehr breiter möchte. Ne? Hier Treppe. So eine Treppe, Hat die eigentlich einen Schutz, die Treppe, dass sie nicht versehentlich zur Seite kippt? Genau, die ist jetzt arretiert über diese Klammer, die da vorne ist. Das heißt, du siehst, die geht jetzt nur bis da, die geht nicht weiter. Wenn ich die einklappen möchte, dann kann ich die so und dann ist sie weg. So, jetzt bitte einmal raus, wenn wir gerade mal die Jenny mal hochlassen, bitte. Sei mal so lieb. Dein Einsatz? Denn 1,75 Meter Normmaß in Deutschland, nee, ist so, aber das ist je nachdem, wenn du in den Norden kommst, sind die Leute echt groß, muss man schon sagen. Ja. Also und du bist eine große Frau, 1,75 und das ist vielleicht ganz wichtig, weil wir hatten viele Models oder viele Schauspielerinnen, die waren denn doch ein bisschen kürzer, viele beschwert, die gesagt haben, naja, zeig mal normale Frauen, also ich nehme das zurück, zeig mal Frauen, die so 1,75 sind, damit man mal sehen kann, ob das klappt. Und so würdest du aber jetzt nicht schlafen, oder? Bist du so eine, die wie eine Mumie... Nein, aber ich weiß nicht. Mach mal, so ungefähr. So, und dann, spätestens dann siehst du, sind die Füße auch viel kürzer. Ja, ist normal. Also ich glaube, kein Mensch schläft so komplett im ausgestreckten Zustand. Also ich schlafe auch, bin Seitenschläfer und habe auch die Beine dann immer angewinkelt. Ne? Ganz wichtig, alle Polster, Auflagen, Bezüge werden anschließend von der Messe, hast du gesagt, entsorgt. Ja, das ist so. Denn nicht, dass einer sagt, du hast jetzt Schuhe an und so weiter. A, sind das jetzt Hallenschuhe, wie man sieht, also da ist nichts groß dran. Aber die Kommentare müsst ihr euch sparen, denn im Messebetrieb geht gar nicht
geht gar nicht anders. Nee, das ja, geht gar ist so. nicht anders. Jeder will Deswegen mal Probe liegen jetzt am Ende des Tages. ziehen wir jetzt auch nicht die Schuhe dauernd aus. Und jetzt, wenn du mal bitte mal rauskommst, sei mal so nett, dann darfst du mal diesen Hebel hier betätigen. Da ist nämlich eine elektrische Verstellung des Hubbettes. Nee, oben drüber, guck mal da. Genau, drück mal drauf, halten. Genau, immer festhalten, immer festhalten. So, und dann entsteht ein neuer Raum, Genau. das heißt, du machst dann im Abendbetrieb, fährst du das Bett runter, kannst die Auflagen alle drauf lassen, halt ruhig mal feste gedrückt. Und tagsüber kannst du diesen Raum benutzen als Aussichtspunkt, als zweiten Büroraum. Und da gibt es eine extra Büroausstattung. Wir werden gleich mal sehen, ob die hier drin ist. Ja, der hat die nicht, habe ich schon gesehen, ja. Werden wir aber gleich So. ganz sicher einen finden. So, da bist du jetzt oben. Das ist die Fahrposition. Genau, das wäre die Fahrposition und die Treppe hier einfach nur die Klammer weg. Dann kannst du die Treppe halt dementsprechend wegschieben. Und diese beiden Trennwände hier, die kannst du auch nochmal rechts und links zur Seite schieben. Und dann hast du den Durchgang, ich gehe mal gerade vor, den Durchgang zum Führerhaus, zum Fahrerhaus. Ist okay. Hast du halt dann dementsprechend freigegeben. Und sehr gut. die Sitze sind natürlich auch drehbar. Der ist auch jetzt schon in der höheren Stelle. Dreh mal bitte. Ja, genau, kleiner Blick. Warte mal, ich bin auf der falschen Seite. Hallo? Ganz ehrlich, das erste Mal, dass Nein, Andreas... der hat doch. Guck mal, das ist zum ersten Mal, dass ich einen sehe, der diese Option nicht hat. Der hat nicht die drehbaren Sitze drin. Das habe ich. Ach so, okay. Nee, hat er wirklich nicht. Also dann, die haben hier wirklich einen Ausstellungswagen. Gibt es aber als Also ich habe noch Option. nie einen gesehen. Oh, das ist jetzt echt das erste Mal, dass ich einen sehe, der nicht die drehbare Konsole drin hat. Also normalerweise kannst du die Sitze dann auch nochmal drehen. Das ist aber eine Option, ist nicht serienmäßig. Kannst du die Sitze drehen. Und es gibt noch eine Büroeinrichtung. Da Weißt du, was sein könnte? Das Fahrzeug ist sehr kurz, auch hier vorne ein bisschen kürzer, dass du den Fahrersitz gar nicht gut drehen kannst, weil das Lenkrad geht Doch, der ist hier vorne nicht kürzer wie der andere. Der ist exakt ab. genauso lang. Es ist kein Millimeter Unterschied ab der Kopfstütze, die wir hinten gesehen haben. Ist das Auto nach vorne absolut identisch. Ja, hier vorne hast du noch Staufächer. Genau, richtig. Hast du Schubladen drin, ne, auch relativ tiefe Schubladen, wo du auch so Wäsche reinmachen kannst. Da vorne hängt noch ein TV-Gerät. Der ist jetzt, du hast ja gesehen, bei dem letzten hatten wir hier eine Schiene, da war der Fernseher halt verstellbar. Bei dem Büro. Genau, das war diese Bürogeschichte und der hat das halt hier nicht, das ist das Fernseher halt fest. Also googelt mal Liner for Two, da haben wir mit Andreas Marein vom Carthago Center West haben wir bereits ein Video gedreht, ziemlich erfolgreich gewesen. Und, aber eins wollen wir euch nicht verheimlichen, das ist hier dieses riesen Raumbad, was man jetzt schaffen kann, indem man hier einfach hier unten schließt. Genau. Kann man nämlich ein ganz großes Raumbad machen. Ich stelle mich mal in die Dusche und du gehst mal bitte ins Bad rein, liebe Shani. Was sagst du zum Bad? Das ist wirklich wow. So viel Spiegel und sehr groß. Also auch der Zugang bis dahin und alles. Super. Du weißt, du bist ja Schauspielerin, da muss Ja. man nicht schminken. Licht ist alles. Ja. Gut, die Lichtfarbe, habt ihr Lichtfarbe, warmweißes Licht beim Schminken meistens? Das Oder? ist ja unterschiedlich, aber auch, dass es schon warm, am besten ist auch so eins, wo man jetzt alles sieht. Dann ist weiß es wahrscheinlich auch noch besser, aber ja, aber das ist okay auf jeden Fall. Ja, ich bin im Moment, bin ich ja auf der Kamera kaltweiß, aber Ja, okay. alles sehr warm angehalten. Weiß, Richtig klasse. Genau, Was ist das? da kannst du doch auch mal, noch, keine Ahnung, ich sag mal, Waschlappen, kleine Gästehandtücher Schenkel. reinbringen oder was man sonst nicht braucht. Der hat eine Heizschlaufe hier für Handtücher. zu genau, trocknen. richtig, die ist Ja. aber auch optional, ne? Die ist nicht serienmäßig. Da haben sie die Sitze nicht drehbar gemacht, aber die Heizschlaufe rein. Das habe ich echt, das ist das erste Auto, ich kann es fast gar nicht glauben, der nicht diese Andreas, drehbare wenn du mal gerade in die Dusche gehst, geh mal Ich geh in rein. die Dusche, Ich halte mal gerade hier auf den Raum drauf, dass wir den mal komplett sehen. Also normal sind die Sitze gedreht, das haben wir in den anderen Videos gezeigt, aber trotzdem, du hast trotzdem einen Raum. Ich würde die drehbar kaufen, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Also alleine, wenn man sich jetzt hier morgens mal anziehen möchte und da kann man sich hinsetzen, Strümpfe vernünftig anziehen oder so, auf jeden Fall drehbar. Also ich habe es noch nie so gesehen. Gott. Ich wusste aber, dass es das gibt. Dass es Du hast aber vorne, haben wir eben schon gesehen, du hast alle Optionen Verdunklungen, die sind drin. Das heißt, du hast auch die Jalousie drin. Genau, richtig. Genau. Du kannst also vorne die Panoramascheibe, die kannst du komplett verdunkeln. Die beiden Dreiecksscheiben auf der rechten und linken Seite, die Türe halt dementsprechend. Und da kommt dann wirklich überhaupt kein Licht mehr ins Fahrzeug. Brech mal bitte eine Lanze ins Feld für das Thema Heckantrieb, dass die Leute nochmal verstehen. Iveco Daily Heckantrieb, gerade, ich sag mal, leicht nasse Wiesen. Du hast ja mit Frontantrieb ja nicht das meiste Gewicht auf der Antriebsachse. Nee, also es gibt ja für den Heckantrieb gibt's gleich mehrere Faktoren, die dafür sprechen. Ne? Zum einen ist das die Traktionsgeschichte, die du gerade angesprochen hast. Zum anderen ist es aber auch Zuladung. Der Daily hat natürlich viel mehr Zuladung, als wie es jetzt der Fiat Ducato beispielsweise hat mit der Fiat Alco-Kombination. Und du hast natürlich auch
das Thema Anhängerlast. Du hast ja bei dem großen 65er Chassis eine Anhängerlast von 3,5 Tonnen. Stützlast, ich habe 140 Kilo Stützlast ja. bei meinem großen Daily. Ja. Das ist auch nochmal ein Thema, kannst also richtig fetten Fahrradträger drauf machen, egal was. Ja, also ich sag mal, so ein Daily ist ja, ich sag mal, so ein bisschen schon Nutzfahrzeug und das zeigt er dann auch im täglichen Gebrauch halt und deswegen muss man halt eben so ein Fahrzeug dann auch mit Fahrwerkstechnik halt aufrüsten, also auch Luftfederung etc. reinmachen, eine Zusatzluftfeder für die Vorderachse reinbauen, damit das Fahrzeug eben dann schon, ich sag mal, diese rauen Baustellenmanieren verliert und dann komfortabel fährt. Und da hat Carthago auch jetzt zum Modelljahr 22, insbesondere beim 50er, also genau das Chassis, wo wir jetzt hier drin stehen, sehr, sehr viel gemacht. Da gibt es eine neue Komfortfeder jetzt. Vorne, oder? Vorderachse. Über die Vorderachse haben die das gemacht. Also da war auch, ich sag mal, wenn man Kritik gelesen hat, auch immer die Kritik zu suchen in der Also neues Fahrwerk ist drin. Genau, also vorne die Achsgeometrie ist eine anderes Dämpfersystem ist da vorne drin. Und jetzt fährt das Auto, ich habe eine Probefahrt damit gemacht, gibt es auch ein Video von viel komfortabler. Das ist deutlich zu spüren. Man kann es nachrüsten, den Dämpfer? Nachrüsten kannst du alles. Der Dämpfer alleine ist ohne Probleme nachrüstbar. Da gehen ja so einige Namen dann immer mal rund, gerade in den Foren. Am Ende des Tages ist das natürlich nachrüstbar. Also ich weiß, dass bei Morelo gibt es dann auch eine andere Dämpfereinheit, die du nachrüsten kannst. Dann wird das Ganze ein bisschen progressiver und so weiter. Kleiderschrank, zeig mal bitte. Ja, hatten wir eben nicht schon. Haben wir schon? Ja, ich meine schon. Ja, hatten wir. Genau. Der ist so groß, können sich die Jenny reinstellen. Was wir nicht gezeigt haben, ist, dass ich hier nochmal eine Trenntüre habe. Das habe ich dir eben fürs Bad dann halt. vorenthalten. Genau, ich kann hier nochmal zumachen, sodass halt jetzt vorne jemand schlafen könnte und du kannst auf Toilette gehen. Sven da hinten, da vorne oder was auch immer. Ja, da hinten und da vorne, ist immer witzig, ne? Im Liner-Foto. Wo ist hinten, wo ist vorne? Genau. Ja. So, wir sind durch. Okay. Also tolles Bad. Schließe ich mal kurz ein oder komm raus gerade, machen wir so. Ja. Es gibt keine Festhangtoilette, oder? Beim Liner Partout. Doch, da gibt es eine Festtanktoilette. Es gibt hier im Grunde genommen 3 Systeme. Es gibt hier die ganz normale Kassettentoilette und dann gibt es ein Umpumpsystem und es gibt eben... Umpump heißt, die Kassette kann man länger benutzen? Oder? Genau, du hast also die ganz normale Kassettentoilette und wenn diese Kassettentoilette voll ist, dann kannst du den Inhalt dieser Kassettentoilette in einen externen Fäkaltank pumpen. Der ist also schon im Fahrzeug verbaut, wird dann über eine Vakuumpumpe wird das dann rübergezogen. Verlängert die Autarkie ungefähr mal 10. Mal 10? Ungefähr mal 10. Natürlich ein Hammer. Ist das teuer? Der neue Preis, ich meine, ist irgendwie 2.200 € oder so, ja, oder 2.800. Die neue Preisliste habe ich jetzt auch noch nicht ganz im Kopf. Das wird dann auch zerhackt oder wie läuft das? Ja, also die Vakuumpumpe zerhackt dann auch, ich sag mal, die Feststoffe, die da drin sind. Ich empfehle aber immer, wenn man mit dieser Toilette arbeitet, auch das dementsprechende Toilettenpapier dafür zu nehmen und nicht jetzt hier 10-lagig super soft weich oder so. Irgendwo sind Grenzen gesetzt. Ne? So, also ich habe gelernt, alles, was man so mit der Hand gut zerreißen kann, klappt, glaube ich, ganz gut. Ja. Also was ganz Schlechtes sind Babyöltücher. Die gehen gar nicht. Dann sieht man sich im Service oder macht es selber, weil es einem so peinlich ist. Da kann man auch direkt einen Ehering reinschmeißen, ja, das geht auch gut. Geht auch, ja. Ist das jemals passiert bei euch? Ehering in Zahacker? Nee, das habe ich noch nicht. Gut. Ja. So, komm, wir gehen raus. Ja, genau. Da ist er, Liner Partout. Also was ich euch jetzt geschenkt habe, ist der übliche Doppelboden, der natürlich von innen und außen beladbar ist. Das ist Standard. Dann eine alte Fußbodenheizung ist mit drin, quasi dadurch den Doppelboden. Hier ist jetzt ein Wechselrichter von Dometic. Kann man da, ich sag mal, skalieren, was die Batterien angeht? Wenn einer sagt, hey, ich will unbedingt 600 Ampere-Stunden Lithium haben, klappt das mit Dometic? Theoretisch würde das gehen, nur dann müssen wir tatsächlich den Einbau auch der jetzigen Batterien verlassen, weil der relativ begrenzt ist. Die Batterien sitzen hier vorne rechts, da wo die LED-Leuchte ist, da drunter in dem Kasten und da haben bis jetzt halt die Batterien Platz. Da würde ich jetzt keine 600 Ampere unterbringen. Aber da würde man einen anderen Platz im Auto finden. Also einfach fragen. Der dann natürlich auf Kosten des Stauraums geht. Ne? Irgendwo geht dann was verloren. So, wir sind auf der Caravan am Caravan-Salon 2021. Du bist Händler. Das heißt, du bist nicht Carthago selber, sondern du bist einer der größten Carthago-Händler Europas oder wenn nicht der größte. Und man sieht das mit den roten Schuhen. Und du bist zu Hause in Aldenhofen. Genau. Das liegt in Nordrhein-Westfalen so zwischen Aachen und Köln, kann man ganz grob sagen. Genau, direkt an der belgisch-niederländischen Grenze. Und wir vertreiben nur Produkte der Carthago-Gruppe exklusiv, nichts anderes. Oh, und du bist aus der Eifel? Genau. Wo kommst du her? In der Nähe von Blankenheim. Ihr hattet aber kein Hochwasser, oder? Da.
Ja, also manche Stellen ja, aber ich persönlich wurde Gott sei Dank nicht betroffen, aber es war schon ziemlich schlimm. Du hast das wahrscheinlich relativ hautnah. Hast du Leute gekannt? Die Ja, Familie und Freunde auch. Und auch eine Freundin von mir, der Laden ist auch kaputt gegangen, alles, ja. Hätte ja niemand gedacht, dass das jemals passiert an der Stelle, oder? Gar nicht, gar nicht. Also und du kennst die Orte gut? Da? Ja, vor allem Schleiden ist mir sehr arg und gemünzt. Da war ich auch tanzen und alles, deswegen ist das echt schlimm, was ich da gesehen habe einfach. Ja, so ist es. Ja, aber trotzdem, schlimm fand ich natürlich, weil ich ja gerne campe, Campingplätze weggespült. Du siehst ja die Wohnwagen, die Dauercamper, aber teilweise auch Reisemobile, die nicht schnell genug wegkamen. In Echternacher Brück, die hat es hart getroffen. Das kam wirklich ohne große Ankündigung. Ja, ist schon heftig. Also ich bin jetzt die Tage mal da durchgefahren, weil ich auch dahin musste zu einem Kunden. Also jetzt nichts Hochwassertourismus. Der Geruch, der da herrscht, der ist schon nicht so doll. Guckt euch das Video an. Ich habe von Echternacher Brück ein Video gemacht vor 8 Wochen. Riesenstellplatzbegehungen vorher. Und er sagt noch, ja, wir haben neu gebaut, neu investiert, neu gemacht. Alles weg. Es ist wirklich krass. Und der Platz gehört der Gemeinde. Hammer, ja. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, was da gerade abgeht. Ja. So, aber trotzdem, es geht weiter und ja, in der Hoffnung, dass jetzt schneller alarmiert wird und so weiter. Auch die Landesmedienanstalt hat uns ja angeschrieben, hat gesagt, was ist mit eurem Fernsehen? Könnt ihr Notsignale abgeben? Haben wir uns natürlich auch erkundigt. So, das sensibilisiert jetzt das Ganze natürlich ein bisschen. Aber hier ist man ja schnell weg. Ich sag mal, wenn man weiß, wie zum Beispiel beim Stellplatz jetzt an der Mosel, da sagen die ja schon mal Hochwasser, das wissen die vorher. Und der muss auch geräumt werden, weil das oft im Überflutungsgebiet ist. Und dann ist man ruckzuck weg. Vorteil ist natürlich auch bei so einem Fahrzeug-Setup, du kommst an, du brauchst wenige Minuten und dann kannst du schon Kaffee kochen, oder? Ja, natürlich. Ich bin eigentlich innerhalb von 2 Minuten komplett einsatzfähig. Ich muss ja nicht unbedingt gleich Stecker dran machen oder so. Theoretisch kann ich mich erstmal hinstellen und mal 3-4 Tage so stehen bleiben. Ja, ohne Aufbauszenario. Ja, spannende Modelle. Wir werden uns gleich mal das Fahrzeug ganz hinten anschauen. Den haben wir schon gehabt, den i53L, oder? Den haben wir schon in Aulendorf gehabt. Jetzt hier vielleicht mal ganz kurz, wenn du mit der Kamera kurz zurückgehst, dann kannst du mal gerade die Linie so dir anschauen. Warte. Weil der steht ja auf dem 50er, der kleine, wo wir gerade drin waren, und der auf dem 65er Iveco. Und man sieht auch gleich den Höhenunterschied, weil der geht schon in Richtung 3,25 Meter so in etwa. Und der liegt so bei 3,20 so. Naja, 5 Zentimeter. Ja, das siehst du aber trotzdem schon. Sieht man das? Ja, also, wenn du jetzt Jenny, nicht siehst du's? dass da ein Höhenunterschied ist. Das sind 5 Zentimeter, siehst du es? Ja, ein bisschen, doch. Du siehst, dass das Auto So flacher krass, ist. du hast sie manipuliert. Ja, normal, sie sagt es das, was du willst. Aber ich gehe jetzt mal ganz weit weg, vielleicht sieht man es ja. Und wenn du noch mal eine Ecke weiter guckst, da siehst du den 53er Ja, auf dem Fiat der ist ja stehen. viel kleiner. Und der ist dann noch mal eine Ecke kleiner, weil der ist nur 3,5 Meter hoch. Weil der sieht so aus, als könntest du den parken hinten in dem da. Ja, in dem, aber das Gemeine ist, wenn die hier so nebeneinander stehen, siehst du den alleine, ist das auch erstmal ein großes Auto. Das muss man einfach mal so sagen. So, den werden wir uns jetzt mal anschauen. Liner For2 auf Fiat-Basis. Vielen Dank fürs Einschalten. Gibt es ein neues Video zu. Und wir haben den i53L ja gefilmt. Der ist bereits online, das 22er Modell. Und da bin ich mal sehr gespannt. Du hast jetzt ein neues Cockpit Fiat gesehen. Fiat 8, glaube ich, ist es. Genau. Ist schön. Ja, der Armaturenträger hat sich ja nicht so großartig geändert, außer da, wo die Heizung aufgenommen wird und das Navigationssystem. Die Hauptpunkte, die da geändert worden sind das Kombi-Instrument als solches. Das kriegst du ja auch digital halt. Da lohnt es mal drauf zu gucken. Und wenn du ein teilintegriertes Fahrzeug hast, gibt es halt andere Scheinwerfer von außen. Beim vollintegrierten siehst du das ja auch noch nicht mal. Also die Unterschiede sind optisch nicht so eklatant. So, bis gleich. Also der i53 auf Fiat Ducato Basis. Ich bin ganz gespannt im neuen Video. Wir sind auf dem Caravan-Salon 2021 mit Andreas Marein vom Carthago Center West und bekannt an den roten Schuhen, kommt nach Aldenhofen, rennt ihm die Bude ein und er ist auch kein Schauspieler wie die Jenny, sondern er ist wirklich ein Mann aus Fleisch und Blut, der seit 400 Jahren campt und so weiter. 4,35 sind es, glaube ich, so. Tschüss, Andreas. Ciao. Am Ende des Tages, Ende des Tages ciao. wird alles gut.